Frühere Psychologen untersuchten das Denken, indem sie ihre eigenen und die von den anderen berichteten Gedanken untersuchten. Die Behavioristen lehnten aber diese Methode ab. Gucken wir uns den Unterschied dieser beiden Methoden etwas genauer an. Die Behavioristen waren der Ansicht, dass Wissenschaft auf allgemein anerkannten Daten basieren muss. Sie müssen also einerseits zuverlässig sein und andererseits objektiv messbar sein. Deshalb verzichten Behavioristen auf Gespräche oder über Berichte über Gedanken und konzentrieren sich stattdessen auf einfache Verhaltensweisen. Sie verließen sich nicht auf subjektive Eindrücke, sondern auf Experimente. Ein Experiment ist nämlich wiederholbar. Der Input, also Stimuli, ist kontrolliert und die Outputs, also die Reaktion, messbar. Die Behavioristen erhoffen sich durch diese Methode einen Zusammenhang zwischen dem Input und dem Output herzustellen. Und das ohne sich in der dazwischenstehenden Dunkelkammer des Geistes herumzutreiben. Dieser Aspekt wurde quasi komplett ausgeschlossen. Es wurde nur bewertet, was beobachtbar und messbar ist. Um es an einem einfachen Beispiel zu veranschaulichen. Die Behavioristen packten eine Ratte in einen kleinen Käfig. Diese Ratte konnte in diesem Käfig Knöpfe bedienen. Beim dreimaligen Betätigen eines Knopfes hat sie Futter bekommen. Anhand nun dieser Voraussetzung und der jeweiligen Reaktion der Ratte konnten die Wissenschaftler feststellen, wie der Lernprozess einer Ratte aussieht. Sie konnten beispielsweise die Lerngeschwindigkeit erfassen. Wie wurden Assoziationen von Stimuli mit Reaktionen mittels Wiederholung oder Belohnung erlernt? Durch die Einschränkung auf diese ganz banalen und einfachen Prozesse und Mechanismen konnten Wissenschaftler zahlreiche Theorien entwickeln, die sowohl für Tiere als auch für Menschen anwendbar sind. Kurz gefasst, die Behavioristen beschäftigen sich mit dem Ersichtlichen, der Verhaltensweisen und nicht der Bewusstseinszustände. Weit hergeholte Interpretationen haben hier keinen Platz. Die moderne Psychologie lehnt die Kernidee der Verhaltensforschung ab. Schließlich sind wir Menschen mehr als nur sich wiederholende Experimente oder feststrukturierte, aneinander ähnliche Wesen. Wir sind alle individuell. Es ist daher schwierig, repetitiv, sich wiederholende Experimente auf ein Muster, auf ein Raster zu überleben. Und trotzdem sind wir manipulativ. Das Unterbewusste, das, was wir nicht bewusst kontrollieren können, kann unter Einflüssen stehen, ohne dass wir es merken. Und diese Einflüsse scheinen manchmal kollektiv zu sein, eine gesamte Gesellschaft und ein Volk zu prägen und, wie gesagt, zu manipulieren. Scheint es also doch Muster zu geben? Wiederholungen in Verhaltensprozessen zu geben? Lernen wir alle mehr oder weniger gleich? Ist der Prozess ähnlich? Dazu mehr im nächsten Good to Know der Psychologie.